Moin zusammen, ist Tarius hier mit einem Update-Video vor dem richtigen Update vom Spiel. Ihr wisst schon, das mit dem Wasser und dann so, wenn es mal rauskommt. Irgendwann muss ja mal ein Datum rauskommen. Ja, es hat sich wieder ein bisschen was getan, Estaria. Also willkommen zurück und hallo an alle Neuen. Also hallo an die anderen auch, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Ich habe das Video jetzt ein bisschen so vorbereitet wie das letzte. Also ich habe was zusammengeschnitten, was da noch für Insta und TikTok ist, wo ihr mir auch folgen könnt, wenn ihr wollt. Dort poste ich auch mal Bilder. Also bei YouTube kommen mal nur die langen Videos. Und auf TikTok und Insta habe ich jetzt auch die kurzen Videos und ein paar Bilder und noch den anderen Herr der Ringe-Stuff, den ich so mache. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und an sich würde ich sagen, machen wir es einfach so. Ihr guckt euch das jetzt mal an hier, was sich so verändert hat in dem kurzen Clip. Und danach gucken wir uns mal die Gebäude an und was sie darstellen sollen. Und zum Schluss machen wir nochmal eine kurze Erläuterung oder was mit dem Wasser-Update sich dann hier verändern wird, eventuell, wenn alles klappt. Kommt eben drauf an, wie gut die Sache läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil Performance und so. Also bis gleich. So, da wären wir wieder. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Ich hab's probiert, so kurz wie möglich zu machen, aber ist immer ein bisschen schwierig wegen der Musik im Hintergrund und so. Also, drehen wir mal eine Runde. Fangen wir an beim Tor des dritten Rings. Und ja, wie ihr im Video schon gesehen habt, sind hier einige Häuser dazu gekommen. Das sind alles Wohngebäude hier in der Straße. Paar größere, paar kleinere, so wie es halt die Lage hergegeben hat. Kleine Brunnen, ein bisschen Vegetation. Das Gebäude soll mal eine Taverne werden. Da habe ich auch theoretisch schon mal drin ein paar Etagen vorbereitet, als grobe Aufteilung und Treppe nach oben halt und so. Ja, aber ihr wisst, wie es ist. Mit dem Dekorieren, das kommt irgendwann. Und ich hoffe mal, dass es bis dahin auch so ist, dass man ein bisschen mehr dekorieren kann. Ja, wir gucken uns das gleich nochmal von oben an. Während der Straße weiterfolgt, kommt man dann hier zu den Gebäudeteil. Fand die Idee ganz cool mit denen, dass man hier so einen Durchgang hat, so eine Unterteilung. Hier sollen dann ein kleiner Marktplatz hin, ein paar Marktstände, sowas halt.
Boah, also nichts Weltbewegendes. Ist halt ein kleiner Innenhof und eine bisschen breitere Straße. Vorne ist ja relativ schmal. Hier wird es dann schon ein bisschen breiter alles. Ja, der große Turm hier. Da ist auch nichts drin bis jetzt. Der ist leer. Ich habe an der Treppe angefangen, aber naja, alles zu seiner Zeit. So wie immer. Gucken wir nach oben. Ja, zum Glück nach oben fliegen. Ja, der Turm ist auch relativ groß, sollte halt mal ein Gegenstück zu den Rest werden. Und sonst, ja, Häuserdesigns sind ein paar neue Sachen habe ich probiert. Und ja, sieht man nochmal von den Rest hier von oben. Ich finde eigentlich den Turm ganz geil, den kleinen hier. Und dann sind wir hier bei dem Gebäude. Das ist ja schon ein bisschen größer. Das soll ein großes Anwesen sein. Ähm, Es ist auf alle Fälle eigentlich schon relativ geräumig. Aber ich habe da drin nichts gemacht. Nur Etagen eingezogen. Wegen der Höhe. Ja, hier baue ich gerade noch ein neues Eckgebäude, damit hier nicht nur Felswand ist, weil hier zu wenig Platz ist für weitere Gebäude. Ja, ansonsten. Ja, machen wir einen kleinen Turm dran. Einen kleinen Garten. Das war zu viel. Das war zu viel, ja. Und das, naja, ja, mit so einem kleinen Durchgang auf dem Gelände von dem Anwesen. Ja, hat man eigentlich einen ganz geilen Ausblick auf alle Fälle von hier. Da oben noch ein Balkon dran. Ist schon nicht schlecht. Gehen wir mal hinter zu den anderen Gebäuden, was ihr gesehen habt. Das ist der Anbau vom Palast hier hinten am Turm. Ja, auch sehr viele Etagen übereinander geschichtet, halt an dem Berghang vorbei. Die Treppe, die runterführt zu den Hallen. Also Halle. Mal gucken, wie ich dies ausbaue. Ja, wie gesagt, das ist alles nicht dekoriert, die neuen Gebäude. Das hebe ich mir auf. Und ja, mal gucken, ob ich unten noch die Pflanzen dran mache an den Wänden. Ne? Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber an sich im Groben ist jetzt der Teil hier oben vom Bauen her erstmal ausgefüllt. Gibt bestimmt nochmal Veränderungen, aber ja. Boah, das war's das mal zu den Gebäuden. Die Map jetzt im aktuellen Zustand ist jetzt noch nicht zum Download bereit. Also ihr könnt die von der letzten Version downloaden, also wo die Stadt erweitert wurde. Erweitert habe, besser gesagt. Und diese mit den Häusern, die kommen dann später vielleicht. Machst du ja zusammen mit ein paar mehr Häusern. Ich baue jetzt hier wahrscheinlich die Ecke weiter, nämlich. Mal gucken, wann das Wasser-Update kommt. Weil je nachdem, wie gut das dann mit dem Wasser funktioniert und hoffentlich die Map hier nicht kaputt geht, warum auch immer, man weiß ja immer nicht. Wenn sie kaputt geht, dann bin ich eh voll am Arsch und dann brauche ich mir keinen Kopf mehr machen. Ansonsten, falls es mit dem Wasser funktionieren sollte, ich muss das ja auch als testen. Hier sind ja Wasserfälle angedeutet mit Eis. Die habe ich nie weitergemacht, weil irgendwann kam mir mal das mit den, ja, es könnte Wasser geben. Das ist halt pausiert. Und dieser Wasserfall geht halt runter bis in den ersten Ring. Deswegen baue ich am ersten Ring quasi gar nichts, weil je nachdem, ob jetzt Wasser hier reingeht oder nicht in die Stadt, ändert sich dieses Layout für den unteren Ring. Weil hier soll ein See hin, so ein kleiner See oder vielleicht mehrere, je nachdem. Ich will ja den Wasserfall in mehrere Richtungen fließen lassen von der Stadt. Je nachdem kommen halt hier jetzt ein See hin oder nicht. Also, ja, keine Ahnung, weiß noch nicht so genau. Jedenfalls kann ich halt die Häuser nicht anpassen. Und ich habe auch überlegt, dass ich hier hinten in den neu gebauten Stadtteil, also den eingezäunten Teil, der ganz hier drüben ist, wahrscheinlich so eine Art Industriegebiet mache, so ein kleines, also dort, wo mal irgendwann die Schmiede hinkommt. Angetrieben mit hier Wasserrad und alles hier, dass die Mechanik über Wasserräder funktioniert, mit den Schmiedehämmern. Ja, hier soll mal so eine Art
Kathedrale hin. Glaubensgebäude, so ein großes. Ich muss da noch was mir ausdenken auch. Muss ja auch irgendwie zum Herr der Ringe-Thema passen und konkret Kathedralen haben die da eigentlich gar nicht. Ja, mal gucken. Das mit den Häusern, die ich gerade baue, ist eigentlich auch nur so ein, ich will nichts Großes anfangen gerade, weil ich nicht weiß, wo was genau jetzt gerade hinkommt, weil das mit dem Wasserupdate halt noch alles im Raum ist. Und hier oben passt eh nichts anderes außer Wohnhäuser gerade hin, deswegen baue ich eigentlich gerade zur Zeit Wohnhäuser. Man kennt's. Probleme von Welt. Aber ja, das war's eigentlich zu dem Thema jetzt hier und wie gesagt, ihr werdet es ja sehen, wenn es dann Infos gibt, wenn wir an Discord oder YouTube, wie das mit dem Wasser jetzt läuft oder mal gucken, wann es überhaupt kommt. Ich hoffe mal auf nächste Woche, dass da mal eine Info kommt. Ähm, sehen wir uns dann wieder. Wahrscheinlich. Vielleicht Ende Oktober. Vielleicht im November. Mal schauen. Also bis dahin. Ciao.